Wir haben für 23 € den günstigsten Flug gebucht und haben uns 3 Challenges für die Reise gestellt. Wo genau es hinging, was wir dort erlebt haben und ob wir die Challenges bestanden haben, seht ihr im Laufe des Videos. Und zwar sind wir jetzt am Kölner Flughafen und unterwegs bin ich heute mit meinem Freund Mario. Das ist dein erster Flug, ne? Das ist tatsächlich mein erster Flug. Wie fühlst du dich? Und bis jetzt noch sehr gut. Ich habe keinen Bock auf die Sicherheitskontrolle wegen dem ganzen Kameraequipment und so und den ganzen Powerbanks und Akkus. Das stresst mich ein bisschen, aber sonst alles gechillt. Ja, safe. Und wie ist deine Erwartung für den Reiseziel? Also, das wird auf jeden Fall geil. Bisschen was angeguckt, wir haben viel vor. Ich freue mich auf jeden Fall todes. Wir haben hoffentlich geiles Wetter. Ja, da hoffe ich auch drauf. Also wenn es dann noch irgendwie kalt wird, regnet. Ja, geht aber nicht von aus. Wir haben auch tatsächlich gar keine Klamotten für kaltes Wetter und safe. Pulli, Regencape. Ja, ein Regencape, aber es hält ja nicht warm. Ja. Will schon. Nee, passt. Abflug. Und was sagen Sie? Ja, ging schnell, einfach, unkompliziert. Also hoch. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin richtig aufgeregt, aber ganz ehrlich, bis jetzt gar nichts. Außer der Sicherheitscheck wegen den ganzen Akkus. So. Aber wir haben einen guten Platz ausgewählt. Also er hat Glück. Jetzt hier rausgucken. Gibt es jetzt noch ein Abwarten und schnell. Geil, ne? Das ist so ein Druck auf den Kopf. Jetzt kommt Bodenkontakt. Oder ist schon? Ja. Nachdem die Kamera jetzt 23 Minuten in meiner Tasche aufgenommen hat und komplett geisteskrank glühend heiß ist fast so glühend heiß wie die Sonne hier. Ja. Boah, die Sonne ist gar nicht mal so wenig geil. Okay. Also 23 Grad ist schon sehr nice. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, dann kommen wir erstmal an und dann geht's gleich weiter im Text. Genau. Dann geht's weiter. Angekommen sind wir hier an unserem Reiseziel in Rom. Bis dahin lief noch alles gut, aber dann wurden wir geprankt von den Kollegen hier. Ja, wir wurden selbst geprankt. Ich erkläre es euch. Wie man hier sieht, sind hier überall Autovermietungen am Flughafen. Unsere Autovermietung ist aber ein Ticken außerhalb. Und eigentlich fährt da ein Shuttlebus hin. Ja, jetzt versuch dich mal hier mit Englisch zu verständigen. Ey, wir haben da angerufen, verstehst du kein Wort. Dann sind wir da hingelaufen, wo sie gesagt hat, wo wir hinlaufen sollen. Aber das stimmt nicht. Jetzt haben wir hier jemanden vom Flughafen gefragt. Und er sagt, ja, Brudi, da und da hin. Dann sage ich, ja, wir haben die Autovermietung, die ist da und da. Dann sagt er, ja, geht da hin. Und jetzt sind wir hier gelandet. Wir laufen einfach seit einer Stunde durch diesen Flughafen. Und sind wieder falsch. Komplett wild. Naja, was willst du machen? Also wieder kompletten Weg zurück. Ja, steht nicht dabei. Ja, nur kurz überlegen. Die hat gesagt, Terminal 1 raus, 5. Ausgang. am 5. Ausgang. Ja, und dann ein gelber Bus mit Car Rental. Smart Rental. Smart Rent oder wie das heißt. Smart Rent 24 oder so heißt es. Ja, Digga, ich hab keinen Bus. Jetzt sind wir auf jeden Fall in einem blauen Bus. Und die haben beide gesagt, dass die uns da hinfahren würden. Und wir Kann mussten natürlich jetzt auch bezahlen. sein, dass wir. Und wir mussten bezahlen. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt einfach irgendwo anders hinfahren und wir dann nochmal laufen müssen. Ich beobachte auf Maps. Ich krieg nur langsam ohne Scheiß Kopfschmerzen. Auch die Hitze jetzt hier. Geisteskrank. Mein kompletter Rücken nass, Schultern nass. Daumen hoch. Erstmal ein Stück Wasser, dann geht's weiter. Dicker, war das anstrengend. Also Kommunikation am Telefon 1A, Information komplett falsch. Aber wir sind angekommen.
Das Ding ist, ich weiß noch nicht, ob wir hier durchkommen oder einmal komplett außen rumlaufen müssen. Und natürlich mussten wir einmal außen rumlaufen. Wir haben auf jeden Fall jetzt das Auto. War gar nicht anstrengend. Hat nur jetzt insgesamt... Ja, wir waren um 12:30 am Flughafen. Sind wir gelandet. 12:30. 12:30 sind wir gelandet, irgendwie um 1 sind wir aus dem Flieger raus. Wir haben jetzt 4:20. Daumen hoch. Und als wäre die erste Komplikation mit dem Mietwagen nicht genug gewesen, kam jetzt noch die Wohnung. Aber schaut es euch selber an. Ich filme mal so. Was hast du? Erster Eindruck zum Bad? Komm, sag mal. Komm mit. Ich will kurz mit rein. Warte. Also erstmal hier, erster Eindruck. Spiegel. Sieht super aus. Hier, da, Waschbecken, Schränke. Sieht super aus. Klingt aber auch doll. Hier ein Föhn. Da ist so ein Kollege. Hier ist eine Heizung. Bla bla bla. Bidet, Toilette, Dusche. Kleines bisschen Schimmel. Digga, raffst du's noch? Ist auch schon unangenehm, ne? Ich will die Tür auf jeden Fall gleich zumachen, wenn die Katze noch nicht drin wohnen. Hey. Nee, ernsthaft? Das ist super. Die haben das auch erst gestrichen. Sieh das an, das drückt ja alles schon wieder durch. Siehst du, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Aber der ganze Schimmel drückt sich wieder durch. Ach du Scheiße, ey. Nach einer Woche oder so Lungenbulimie. Dings hier. Ja, wir holen auf jeden Fall jetzt hier ab. Schreiben dem auf jeden Fall, dass wir das Geld gerne zurück hätten. Und ansonsten kontaktieren wir jetzt Airbnb, Aircover, wie auch immer das da heißt bei denen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Kannst du nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ich habe eben gesagt, ich musste auf einmal so grinsen wegen der Wohnung, weil wir jetzt wieder abgehauen sind. Und wir haben jetzt 17:18 Uhr und ein Airbnb jetzt zu kriegen, was noch bestätigt wird heute, wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ja, schwierig. Dann Hotel wird wahrscheinlich nicht so billig sein, vor allem so spontan. Jeder würde sich jetzt irgendwie so Gedanken machen, was machen wir jetzt und keine Ahnung. Und ich habe eben gesagt, ich finde es irgendwie geil. So, es ist halt aufregend, so es passiert was, du hast was zu tun, du musst irgendwie überlegen und es ist nicht so langweilig, du gehst in die Unterkunft, gehst schlafen. So, das Leben muss interessant bleiben, ein bisschen Herausforderung. Naja, irgendwas muss passieren. Ja, natürlich. Du kannst ja nicht einfach hierher kommen und alles funktioniert. Natürlich ist es jetzt abgefuckt, den Typen anzuschreiben und Geld zurückerstatten. Dann macht er das nicht. Dann hier mit Aircover, Aircover, ja. wie auch immer. So, dieses Kümmern ist natürlich alles ein bisschen kacke. Aber die Aufregung, ich find's geil. Ja. Wie dumm sich auch für manche anhört, ich find's geil. So, Freunde, wir sind noch in die Wohnung angekommen. Hier fangen wir einmal an. Hier ist das Wohnzimmer und gleichzeitig auch das Schlafzimmer, weil hier gibt es kein anderes Bett außer diese Schlafcouch. Ein Fernseher, ein Mario, Servus. eine Küche. Kannst du die Küche kurz vorstellen? Ich bin noch am Suchen. Hier sind irgendwie Gläser drin, ein bisschen Töpfe. Ich finde keinen Schwamm, weil den Topf kannst du nicht anfassen. Der ist komplett baxig irgendwie. Es ist alles irgendwie, keine Ahnung. Ich bin aber auch jetzt vorbelastet von der letzten Wohnung. Sie ist cool so an sich, aber... Ja, Besteck hast du auch. Was willst du machen, ey? Feuerdusche, Schuhschrank, Tür, Schrank, Schiebetür, Bidet, Dusche. Und dann haben wir hier einmal die Toilette, einen Spiegel, einen Schrank, Waschbecken, Waschmaschine und hier, warum auch immer, ein Balkon vom Bad aus. Tisch, Stuhl. Zack, zack, zack. Wunderschönes Ding. Ja, auf jeden Fall. Jetzt auch mal die Decke gefilmt. Auch hier kein Schimmel. Ja, ist auf jeden Fall deutlich besser, wenn es keinen Schimmel gibt. Mit der Unterkunft kommen wir auf jeden Fall besser klar. Wenn wir natürlich in Italien sind, dann holen wir uns natürlich auch Pasta mit Pesto und italienischen Wein. Was sagst du? Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Und in dem Sinne, guten Appetit. Richtig gut. Kann ich empfehlen. Geht raus, fahrt nach Italien. Fliegt.
Lauft. fahrt Fahrrad, fahrt Vespa. Lasst euch von Superman fliegen, keine Ahnung. Ihr findet es schon raus. Alle Wege führen nach Rom. Hihi, lustig. Ja, Schmackofatz, ich schwör. Man kriegt ein geiles Pesto. Vor allem Pesto, doch selbstgemachtes. Nicht Glasscheiße, sondern so richtig geiler Scheiß. Von Nonna, ich schwör. Übel. Nein! Ja, okay, das sieht tatsächlich sehr, sehr abgefahren aus. So, Mignon. Wir haben auf jeden Fall einen Snack für zwischendurch geholt. Und zwar 2 Cornetti. Hier. Oh, eins für mich. Das ist ziemlich weich auf jeden Fall, da ist sehr viel Luft auf jeden Fall drin. Ja. Prost. Prost. Schauen wir mal. Ja. Alter. Digga, was geht denn hier ab? Boah, ist das fluffig. Ah, ist voll geil. Da ist so eine Zuckerglasur irgendwie drauf, ne? Noch so ein bisschen zitronig. Ich wollte gerade sagen, so eine Zitronen-Zuckerglasur irgendwie. Mhm. Oh, zieh das rein. Das ist ultra lecker. Ist zwar keine Nahrung so, das ist irgendwie wie als würde ich so einen Keks essen, weil so viel Luft drin ist. Ohne Scheiß. Aber es ist sau lecker. Und das war auch gar nicht teuer, 1,50 €. Ja. Digga. Ja, voll gut. Ich bin begeistert. Eine Straße, viele Bäume. Ja, das ist eine Allee. Und hier aus kannst du so voll krass reingucken. Schauen Sie da? Wir sind da? Ich bin nur ein bisschen gestolpert, alles gut. Alles noch dran. Digga, das Ding sieht richtig krank aus. So, das ist der Eiffelturm. Ach so, Eiffelturm. Ah, scheiße, dann war ich falsch. Ich dachte, es ist Pisa. Warte. Ja, sieht auf jeden Fall wild aus. Ich meine, es ist das eine, was auf Bildern zu sehen, und das andere, sowas in der Natur zu sehen. Geisteskrank. Von weit weg sah das auch so todesklein aus. Jetzt stehst du davor und denkst dir, Digga, was sind das für krank große Torbögen? Diese Touris, ne? So, Mignon. Wir haben das Kolosseum gesehen. Was ist deine Meinung? Absolut gigantisch. Keine Ahnung, wie die das da vor so vielen Jahren hingezimmert haben. Einfach nur beeindruckend. Keine Ahnung, ich kann nicht viel dazu sagen. Das ist krass. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Es ist einfach, ja, Kolosseum, Versailles, es ist riesig. Man hätte sich es gar nicht so groß vorgestellt, wie es dann wirklich war. Es ist komplett geisteskrank, um es kurz zu fassen. Ich habe es mir halt anders vorgestellt. Also ich habe es mir anders vorgestellt. Keine Ahnung, du kennst ja nur von Bildern aus Filmen irgendwie so, keine Ahnung. Es ist halt anders, aber absolut genial. Krass. Neben den Sehenswürdigkeiten, die wir uns anschauen, wollen wir natürlich auch wissen, wie die Römer bzw. die Italiener ticken. Und deswegen habe ich uns 3 Challenges gestellt. Und zwar braucht man zwischendurch immer mal eine Stärkung. Und dafür kommen wir zur ersten Challenge. Wir fragen euch hier ein paar Locals, wie man in Italienisch bzw. auf Italienisch was zu essen oder was zu snacken bestellen kann. Ich drücke mich die ganze Zeit ein bisschen davor. So, nur zur Info für euch. Ich habe jetzt noch nichts aufgenommen, aber
Ja, es ist auch nicht einfach mit den ganzen Touris hier. Du weißt halt nicht, ob einer von dir kommt. And you're from Italy? Yeah. We are traveling here from Germany. Yeah. And we want to learn something about Italian, the language and the food here. Okay. And we want to order food in Italian. All right. You teach So us one sentence to order the to order food in Italian? Yes. Well, it depends what kind of food you want to eat and where you want to eat it also. You have already suggestions here, around here? No, No, nothing. we don't know. But let's say if they want to catch a piece of pizza. Ma un pezzo, if you want pizza, like un pezzo di pizza means A slice. a slice, A slice. of pizza, pezzo is Yeah. slice. What, You want that? a sentence? You want full like sentence. Full Ah, sentence. okay. Ah, okay. Vai. I would say, I don't know, I would say buongiorno, vorrei un pezzo di margherita. Can I Yeah. record this for a second? Yeah. Sure. Buongiorno, vorrei un pezzo di margherita. Does it make sense? Yeah. Would you say that? No. Yes. Yeah. Okay. Yeah. No, because Yeah, I'm I like would. overthinking it. I'm like, would I ever say? Yeah, I would. Okay. Grazie. No problem. It's fine. Enjoy. Bye. Bye. Das war jetzt mehr als easy. war auf jeden Fall easy. Das war wirklich, also ich war ein bisschen perplex, so, als er gesagt hat, so Pizza. War ja kein voller Satz, sondern stand ich da so ein bisschen confused. So. Jetzt, egal, es wird schon passen. Vorrei un pezzo di pizza margherita e un pezzo di pizza rosa. Sì. I don't have nothing else, meat. Grazie. Next one. Digga, war das stressig. Keiner hat sich in der Schlange angestellt, alle haben sich irgendwie reingedrängt, wie sie Bock hatten. Ja, bestellt habe ich jetzt auf Italienisch. War natürlich nur ein Slice Margherita da. Ich habe noch Pizza Rosa, also nur mit Soße, kein Käse. Ja, und jetzt wird schnabuliert, aber Mission successful. Okay, jetzt wird's wild, Digga. Ich wollte gerade ein Bild machen von diesem Tauchsieg. Ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro sieht. Der da vorne. Da habe ich die Kamera gespannt. Wird es auf einmal laut. Ich gucke nach oben, sieht man die Flieger da lang fliegen. Zack, ein Bild geschossen. Ich hoffe, da wird was draus. Ich bin sehr Wenn was gespannt. geworden ist, blende ich es mal kurz ein. Wenn es nicht gut war, dann kommt hier so ein Pupser. So. Neben den Sehenswürdigkeiten, die jeder hier anschaut und jeder kennt, wollen wir uns natürlich auch was Sachen anschauen, die die Touristen nicht kennen. Und dafür fragen wir jetzt einen Einheimischen. Grazie. Grazie. Dankeschön. Bitteschön. Quick question. You are from Rome? You are from here, from Rome. Io? Diciamo di sì, dai. Tu parli l'inglese tu, Veronica? We wanted to ask if he's from Rome. Yes. And we want to see something that's not like touristy, so we would like to ask him his favorite place from Rome that's not touristy. That's not tourist. No, dice, siccome tu sei di Roma, No, io no. sei della Calabria, però No, nel senso non abita a Roma. Vabbè, però la conosco. Se la conosco, allora dicono volevano chiedere un consiglio, un posto che non sia turistico, che però tu dici che vale la pena vedere, di andare, capito? Che non sia turistico. E a Roma è tutto turistico. O no? Yes, sì, because Rome everything is a tourist place. Vedi che qua su ci sta il giardino degli aranci. Sì, if you go upstairs here, there are called Giardini degli Aranci, Orange Garden. Da qui è... Beautiful view. Allora,
600-700 metri di distanza. 700 meters. Can I write it? Ciao ragazzi, lì guarda. Now, subito a destra. Subito a destra. Lì. Voiture. Subito a destra. Da qui saranno 700-800 metri. Da sopra. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Grazie, arrivederci. Oh, es war ein bisschen scuffed. Das war jetzt kompliziert, aber Das war jetzt kurz anstrengend, aber wir haben einen Standort. wir haben auf jeden Fall einen Tipp bekommen. Die haben auf jeden Fall gesagt, es ist eigentlich egal, wo du hier hingehen willst, es ist alles touristisch. Aber wir haben jetzt hier quasi so einen Park bekommen am Fluss und man kann irgendwie den Vatikan von außen sehen und keine Ahnung. Ich würde sagen, let's go. Da geht's hin. Wir sind also geradeaus gelaufen und an der Kreuzung rechts abgebogen und dann ist Folgendes passiert. Lass versuchen. No, we're tourists. You have a Google Map. Yes. Yes. I want to go to driving room, not easy. I want to go in Colosseum. Auf der left side. That's hard. Genau. That way. Yes. First time in Roma, catastrophe. Not very easy driving there. Yes, It's not easy. yes. I'm from Switzerland. Where are you from? From Germany. Deutschland. Ja, Deutschland. Near Meine Frau geboren in Hannover, in Norddeutschland. Ah, And ich komme that's aus my Hamburg. problem today. Er kommt aus Hamburg. Today, my problem, die ist heute 35 verheiratet. Ich will gucken, Blumen von meiner Frau mit American et Pesca. Keine Problem. Meine Frau, they not all here. She angry with me, catastrophe. But you, manager Ferrari. You know Ferrari? Yes. Yes. I stay here. Oh, nice. Nice. I am very angry with the flowers today. Have a nice day. You like Ferrari? Yes, sure. You like Ferrari? You like Yes. Ferrari? Come here. Alle because you are Deutschland. Yes. Schenke kleine Souvenir. Verstehen Sie mich? Sie nicht verkaufen das. Das ist verbieten, verkauft. Das ist for Grand Prix de Brazil yesterday. Fertig, Okay. Grand Prix. For me, I change the Weinmarkt. Ich habe ein Problem for flower. This kostet 900. Nice. I know, Very I nice, said very Ferrari. Look, don't pay me because I don't need the money. I am manager. Give me just a little cash for pay flower for my wife. It's a present. I need to buy Blumen for meine Frau. Geben Sie mir ein bisschen Geld, schenken. For us? Yes, nothing. This is no money. Geben Sie mir nur ein bisschen Geld für kaufen Blumen für meine Frau. Es ist heute 35 Jahre verheiratet. Ich will kaufen Blumen für meine Frau. Geben Sie mir ein bisschen Geld. Willst du ein bisschen Geld geben? Not just for flower, not for me. Ich keine Probleme geht. Ich bin der Manager. I don't know. How much? Maar nou, een beetje voor Couverne Plumen. Niet te veel geld. Want dan is Couverne Plumen. Ich habe keine Probleme. Ich schenke Freude machen. Irgendwie ein bisschen strange. No, excuse me. Don't say me strange. I am a very important person. If you want, I give it to you with pleasure. If you don't want, for me, not necessary. Verstehen Sie mich? Ich habe nur den Huni. Ich finde das andere nicht. Ich weiß auch nicht, ob... I don't know, ob das... ist das legit? Der hat schon, I don't know. Freunde, kostet 900. Ich schenke Freude machen. Ich habe keine Probleme Geld. Meine Probleme für meine Frau. For Licht, no problem for me. Yeah. We don't... No problem. No problem. I hope you find... You are a super nice person. For me, no problem. I am honest. Understand to me? Yes. No strange. Honest. Thank you. Okay. Ciao. Boah, I don't know, das war mir ein bisschen... das ist schwierig. Scam. Das kann gut Scam gewesen sein. Hätte ich jetzt 2 Euro gehabt, hätte ich ihm 2 Euro gegeben. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Digga, als ob der uns da, also 900 Euro Uhr da geben würde. Ich glaub's auch, Digga.
Ja. Am besten noch geklaut oder so ein Scheiß und er muss es schnell loswerden. Ja. Er wollte gar nicht wissen, wo das Kolosseum ist. Er wollte einfach nur Scam. Ja. Der hat uns gesehen, Touris. Ja, aber keine Ahnung, warum der uns voll gelabert hat. Der hat doch gesehen, dass ich eine Kamera hängen habe. So, wenn das ein Scam war. Keine Ahnung. Wenn es jetzt wirklich für seine Frau da war und er will Geld haben, aber warum? Der sagt doch, er ist Manager und hat keine Geldsorgen. Er ist Manager, hat kein Problem mit Geld, alles egal. Und keine Ahnung. Ja, wollte uns für 900 € was schenken und wir sollen ein kleines Kleingeld da hier für Blumen. Da keine Ahnung, Scam. Nachdem wir also fast gescampt wurden, sind wir auch am Orangengarten angekommen. Das riecht aber auch so ein bisschen orangig. Ja, sind ja auch da die grünen Dinger, aber dass es so riecht, hätte ich nicht erwartet. Aber das ist schon fett. Aber den hier habe ich auch nicht kommen sehen. Ich meine, ich habe ja viel gegoogelt. Da haben wir auf jeden Fall jetzt die Empfehlung gebraucht. Krass. Geisteskranke Empfehlung, geisteskranker Ausblick. Also Freunde, da hinten, das müsste der Vatikan sein. Da sind Sachen. Da sind Sachen. Ja, klar. Also ich kann hier wenig zuordnen. Ja, auf jeden Fall, was sagst du zu der Empfehlung? Ich finde es stark auf jeden Fall. Wir wollten zwar irgendwie was Persönlicheres haben, sage ich mal, was nicht so tourilastig ist, aber die haben ja auch alle vor Ort gesagt, dass ganz Rom einfach tourilastig ist. Deswegen ist ja egal, wo du dich hier hinstellst, du kannst überall was Krasses sehen. Deswegen, aber ist trotzdem geil, jetzt nochmal so weit oben zu stehen und nochmal so einen richtigen Waldblick zu haben, feiere ich. Ja, ich wollte auch noch hinzufügen, das ist halt jetzt nicht komplett das, was wir uns für die Challenge vorgenommen hatten, was nicht touristisch ist, seinen Lieblingsort zu suchen, aber ist halt sein Lieblingsort, aber halt trotzdem touristisch, weil halt alles touristisch ist. Aber es sieht trotzdem 10 von 10 aus. Also gerade auch, also runter guckst, dass es hier ist, das, was man da hinten so sehen kann, die Touris. Und hier halt die Orangenbäume mit diesen Pinien. Diese Pinienbäume mag ich auch super gern. Die sehen so cool aus. Und dann halt da drüben so die Orangenbäume. Also, wir sind gerade auf dem Weg zum Strand, wollen eine Runde schwimmen gehen, sind angemessen gekleidet. Jetzt laufen Einheimische vor uns. Wir haben keine 25 Grad mehr, sind jetzt noch 22, 23 Grad. Keine Ahnung, 18 Uhr. Und die laufen einfach in Winterjacke, in Daunenjacke rum. 22 Grad ist für uns Hochsommer. Ja, ist schon irgendwie ein bisschen cool. Ja, keine Ahnung. Dieser Steg, also hier ist es so geisteskrank voll. Ja, ist auf jeden Fall wild. Kannst du machen, was du willst. Ich würde jetzt mal ein Stück nach hinten rausgehen und dann laufe ich da rein. So, Freunde, ab geht's. Alter, also warm ist es nicht, muss ich sagen. Aber klar, kannst bis auf den Boden gucken. Das ist ja krass. Digga, also warm ist es definitiv nicht. Ist ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Aber, was soll man sagen? Wenn man hier ist, muss man auch mal ins Wasser, ne? Und damit geht's auch rein. Ja, gibt nicht viel zu sagen tatsächlich. Ich meine, wir haben 1. November. Ist nicht ganz so krass warm. Aber 2 Minuten Gewöhnungszeit. Und dann, ganz ehrlich, was gibt's Geileres, als bei so einem geilen Sonnenuntergang
in Italien im Meer schwimmen zu gehen. Keine Ahnung. Da vorne ist Treibholz. Wolle Rose kaufen. Alles da. Alles, was du brauchst. Als nächste Challenge geht es darum, die lokale Küche lokal einzukaufen und selber zu kochen. Dafür haben wir uns 10 verschiedene Gerichte ausgesucht, die hier aus Rom kommen oder aus Italien, und haben hier so ein Glücksrad damit befüllt. Das werden wir jetzt einmal durchspielen, gucken, was bei rauskommt, dann die Sachen auf dem Markt kaufen und selber kochen. Und wir haben... Ihr seht es zuerst, ich sehe nämlich noch gar nichts. Pollo alla Romana. Dafür kaufen wir jetzt auf jeden Fall die Zutaten und dann werden wir kochen. Wir sind also zu einem der römischen Märkte gefahren und dann... Was passiert? Wir laufen hier rein und es wird einfach dunkel. Wir haben gerade angefangen zu filmen. Ja. Sicherung raus. Oder die machen halt einfach doch nicht auf. Das wäre jetzt, da will ich heulen. Aber du hast gesagt 23 Uhr. Eigentlich stand hier 23 Uhr Öffnungszeiten. So Freunde, wir haben auf der Webseite nachgeguckt. Eigentlich darfst du das keinem erzählen, weil wie dumm, wir hätten es auch früher machen können. Man kann es wahrscheinlich wieder auf dem Video nicht lesen, aber da steht Samstag 7 bis 14 Uhr. Ja, und wir dachten, die machen nur 3 Stunden Pause und sind jetzt 2 Stunden was essen gegangen und haben hier einfach gewartet. Anstatt auf der Website zu gucken. Reingeschissen. Nachdem wir komplett reingeschissen haben, geht es jetzt zum Markt, aber halt zu einem Supermarkt. Ist jetzt nicht die Food Experience wie ein normaler Markt, aber es wird zeitmäßig ein bisschen knapp. Also, los geht's. Oh, den Wein in die Pfanne gießen. Vorher. Sorry, mein Fehler. Wir haben auf jeden Fall gekocht. Pollo alla Romana. Und jetzt werden wir mal probieren. War auf jeden Fall ein Schmackofatz. Es schmeckt auf jeden Fall anders als erwartet. Ich meine, ich habe es noch nie gegessen. Du hast ja auch immer so eine grobe Vorstellung, wie das schmeckt, wenn du es kochst. Aber das schmeckt komplett anders. Haben wir gut gemacht. Geil. Also ohne Witz. Richtig geil. Die 3 Challenges auf der Reise mit dem günstigsten Flug haben wir also bestanden und die Woche in Rom war auf jeden Fall eine 10 von 10. Und wenn ihr mehr Reisecontent von mir sehen wollt, abonniert gerne den Kanal oder klickt hier auf das neueste Video.